ich finde das Projekt ja irrsinnig spannend und es war immer eine Vision von mir, seit vielen Jahren eigentlich, in diesem Bereich weiterzukommen. Und ich sehe hier ein Riesenpotenzial für die Zukunft. Also es gibt auf der ganzen Welt die Problematik, was mache ich eigentlich in Zukunft, wenn es die Pellets einmal nicht mehr gibt, was mache ich aus dem perfekten Rohstoff Sägespäne. Und wenn hier eine super Lösung rauskommt, dann wird das die ganze Holzindustrie massiv verändern. Und wir haben eine perfekte Wertschöpfung, die man heute noch gar nicht abschätzen kann, was sich da alles bewegen kann. Wir haben das Glück, dass wir an der TU Wien hier wirklich viel Expertise im Engineering in unterschiedlichen Bereichen haben und auch die experimentelle Infrastruktur. So kann man wirklich die Idee von so einem chemiebasierten, simulationsgestützten Ansatz hier durchsetzen, mit dem man wirklich das Verständnis auf den kleinen Bausteinen bis hin auf die größeren Längenskalen aufbauen können und wirklich ein neues Material und in Zukunft dann auch wirklich ein neues Produkt, das man dreidimensional, idealerweise im Bauwesen, zusammen mit dem klassischen Schnittholz dann auch anwenden kann. Die Kernaufgabe der Evergreen Privatstiftung und der HS Timber als deren Mitglied ist die philanthropische Orientierung. Das heißt, wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir der Forschung, der Bildung und der Ausbildung sowie der Innovation in der Holzindustrie und in den verwandten Industrien einen wesentlichen Aufgabenschwerpunkt zukommen lassen. Die Verfahrenstechnik beschäftigt sich ja grundsätzlich mit der Durchführung, mit der Umsetzung, der Skalierung von Technologien. In diesem CD-Labor geht es um die Verwendung und den Einsatz und die Verwertung von Sägespänen und auch Rinden. Und wir in der Verfahrenstechnik, wir wollen Technologien entwickeln, um diesen Rohstoff möglichst effizient zu einem Rohstoff zu verwandeln, der dann in ein Produkt in Form eines 3D-Drucks etwa hier eingesetzt werden kann. Widerstandsfähige und nachhaltige Baumaterialien sind ein wichtiges gesamtgesellschaftliches Ziel und sie helfen auch, die angestrebten CO2-Reduktionen zu erreichen. Physikalische Chemie kann hier besonders helfen. Mikroskopie und Spektroskopie zeigen uns chemische Bindungen und Mikro- und Nanostrukturen in neuen Materialien. Tatsächlich haben sie eine sehr große Bedeutung, speziell deshalb, weil holzbasierte Biokompositmaterialien ein weit komplexeres mechanisches und physikalisches Verhalten aufweisen als konventionelle Baumaterialien. Und um dieses zu verstehen, müssen wir das Material modelltechnisch beschreiben. Wenn wir solche Modelle haben, können wir dann diese Materialien zuverlässig und sicher in zukünftige nachhaltige Strukturen einsetzen und einbauen. Aufgrund meiner jahrzehntelangen Erfahrung auf dem Gebiet der Bioraffinerie kann ich sagen, dass wir hier eine viel bessere Wertschöpfung kreieren. Bis jetzt, wenn ich zum Beispiel das Thema Bioethanol hernehme, können wir nur einen Teil der Biomasse nutzen, um ein Produkt zu erzeugen. Bei Woodcomp 3D haben wir das Ziel, 100% Wertschöpfung zu machen und das bei einem guten Gewinn.